Ich freue mich daher, Sie nach dem 20-jährigen Bestandsjubiläum auch diesmal durch ein Programm mit höchstrangigen Vertreterinnen und Vertretern von Bund, Land, Bildungseinrichtungen führen zu dürfen, bei dem wir den Schwerpunkt auf Reflexionen und Perspektiven legen wollen. Das IHS hat eine Vergleichsstudie durchgeführt mit Fokus auf Weiterbildungseinrichtungen, die im Übrigen jetzt im September veröffentlicht worden ist. Demnach ist die Donau-Universität Krems führend im Bereich der wissenschaftlichen Weiterbildung. Warum spreche ich eigentlich überwiegend von wissenschaftlicher Weiterbildung und nicht Weiterbildung per se? Nun, ich möchte diesen Punkt mit einer kurzen Formulierung beschreiben. Forschung bzw. die Einheit von Forschung und Lehre, wie sie Universitäten inhärent grundgelegt ist, macht den entscheidenden Unterschied. Die an Universitäten durchgeführte Forschung macht den Unterschied bei der Generierung von neuem und evidenzbasiertem Wissen. Forschung macht den Unterschied in der Etablierung der damit verbundenen hohen Qualitätsstandards. Denn unser erklärtes Ziel ist es, das System wissenschaftliche Weiterbildung insgesamt weiterzuentwickeln. Dazu braucht es nicht nur einen Ausbau der hohen Qualitätsstandards, sondern vor allem auch eine verstärkte Sichtbarkeit des Themas wissenschaftliche Weiterbildung in der Gesellschaft und bei Entscheiderinnen und Entscheidern. Hier wollen wir klar Themenführerschaft sowie die damit verbundene Verantwortung für die Republik übernehmen. Und was Ihnen, glaube ich, auch gelungen ist, ist Exzellenz. Exzellenz ist wichtig, Mittelmaß ist kein Rezept für eine erfolgreiche Universität. Und wie kann man Exzellenz erreichen? Immer durch eine kluge Berufungspolitik. Exzellenz wird getragen von den Köpfen. Und Sie machen eine unzweifelhaft universitäre Berufungspolitik mit hoher Qualität. Ich war selbst in einer Berufungskommission einmal drinnen und muss sagen, einwandfrei, hohe Qualität. Und das sind wahrscheinlich die zwei Rezepte, die Sie gefunden haben. Klares Profil und kluge Köpfe nach Krems zu holen. Mit der Gründung der Donau-Universität haben wir im wahrsten Sinne des Wortes eine bildungspolitische Lücke geschlossen in Österreich, aber vor allem auch in der internationalen Hochschullandschaft. Und wir haben uns natürlich damals bei der Gründung auch etwas gedacht. Unser Ziel war von Anfang an, mit dieser Donau-Universität einen Universitätsstandort zu schaffen, mit einer neuen Struktur und auch mit einem neuen Inhalt. Und das ist uns auch gelungen, denn gerade die Donau-Universität ist nach wie vor die führende Weiterbildungsuni in ganz Europa. Und ich darf Ihnen jetzt, meine Damen und Herren, Bundeskanzler Kurz ankündigen, der zwar nicht persönlich anwesend ist, sondern, wie Sie wissen, ja beim EU-Gipfel in Brüssel derzeit weilt. Und freue mich insbesondere, dass es hier gelungen ist, mit dem gesellschaftlich so wichtigen Thema Weiterbildung eine ganz neue Schwerpunktsetzung in der österreichischen Universitätenlandschaft sicherzustellen. Es war für mich sehr interessant zuzuhören, wie nämlich in relativ kurzer Zeit, wenn ich an die Anfangsschwierigkeiten denke und so weiter, wie sich diese Universität hier mit einer neuen Idee, muss man schon sagen, etabliert hat. Und wenn ich jetzt höre, dass momentan, ich hoffe, die Zahl stimmt, aber das habe ich von Ihnen, dass momentan Studierende aus sage und schreibe 85 Ländern an der Donau-Universität Krems nicht nur inskribiert sind, sondern auch studieren, dann ist es für mich ein hervorragender Indikator für den Erfolg der Institution. Ja? Dass sich das herumspricht, was da geboten wird, international herumspricht und 85 Länder, das können nicht nur Europäer sein. Die Donau-Universität Krems ist in vielen dieser Bruchstellen, die ich hier skizziert habe, gut positioniert. Sie hat es verstanden, Wissensgenerierung, Wissensvermittlung zu verbinden mit der Handlungsebene in verschiedenen Praxisfeldern und mit der Wirkungsebene. Es bedeutet allerdings auch, und diese Verbindung mit der Praxis, ein Abschiednehmen vom linearen Denken und eine Hinwendung an die Komplexität, die nun einmal diese gesellschaftliche Gemischtheit auszeichnet. Nach all dem, was ich heute gehört habe und
von der Donau-Universität Krems weiß, ist die Donau-Universität Krems gut gerüstet für ihren weiteren Weg. Ich bin überzeugt davon, dass sie in die richtige Richtung geht und ich wünsche Ihnen weiterhin alles, alles Gute. Danke.